Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf EU 15. Wir haben es jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme Sonntag 23:19 Uhr und ja, wir werden nochmal die letzten Minuten vom Epic Event nutzen. Ich werde mir nochmal versuchen, eine neue Waffe zu organisieren, bevor die neue Woche wieder startet und wir dann wieder erstmal lange Zeit keine Epics bekommen, zumindest jetzt erstmal die Woche nicht. Ne? Ich habe jetzt nicht ganz auf dem Schirm, wie es nächstes Wochenende aussieht. Ja, und das ist jetzt erstmal so Ziel Nummer 1. Momentan gerade auf EU 15. Ist das hier die Top-Rangliste hier gerade. Ja, Zuzi noch momentan wirklich noch auf Platz 1 mit Stufe 320, also vom Level her auf jeden Fall. Es sind viele aus Highway to Hell hier ganz oben mit dabei. Dann haben wir ein paar von Freedom. Ne, das hat sich jetzt so ein bisschen rauskristallisiert, dass die beiden Gilden auf jeden Fall hier wohl das Rennen erstmal soweit um die Top-Platzierungen machen werden. Ansonsten haben wir hier auf dem Server jetzt gerade 81.463 Spieler, was nicht verkehrt ist, wenn man sich mal die anderen Server anschaut. Die haben jeweils sowohl EU 14 als auch EU 13 haben kurz bevor ein neuer Server gelauncht ist, so die 100.000-Marke angekratzt gehabt, ja. Nicht ganz, ich glaube nicht ganz erreicht. Und wir sind jetzt hier auf EU 15 schon bei 81.000. Und der nächste Server, der lässt, glaube ich, noch ein bisschen auf sich warten. Ja, man sagt ja mal so alle 1,5 Monate vielleicht so im Intervall kommt ein neuer Server, circa. Ja, und deswegen sieht das hier momentan ganz gut aus auf dem Server. Scheint auf jeden Fall sehr belebt zu sein. Die Gilde ist es allemal. Ja, Grüße raus hier an die Pilzhasser auf jeden Fall. Ne? Wirklich sehr, sehr, sehr aktiv hier die Gilde. Wenn man einfach nur mal kurz in den Chat hier schaut, dann ja, sieht man, was hier auf jeden Fall abgeht. Ne? Ich glaube, hier war jetzt nichts weiter, was man jetzt hier intern jetzt hätte nicht zeigen dürfen. Auf jeden Fall geht das hier die ganze Zeit, das rattert hier so durch. Und ja, wir haben ein paar Level gepusht hier jetzt auch am Wochenende, auch unter anderem im Stream. Und dort hatten wir auch uns neu equipped gehabt. Wir haben von Stufe 194 auf 222 gepusht. Und ja, uns fehlt jetzt eine neue Waffe und ich wollte gerade sagen, ein Brustpanzer fehlt uns, denn den wir hier haben, der ist zwar schon, das ist zwar ein neuer Brustpanzer, allerdings ist das ja, alle Attribut und das ist jetzt nicht unbedingt das, was man so jetzt unbedingt haben möchte. Ja, deswegen ja, haben wir hier auch wieder ein alle Attribut ja, Brustpanzer. Ansonsten von den Waffen her habe ich hier schon teils welche gesehen, die so plus 75 im Durchschnittsschaden mehr haben. Das ist in Ordnung. Wenn wir da jetzt eine Epic-Waffe finden, das wäre auf jeden Fall phänomenal. Ansonsten Schuhe bräuchten wir vielleicht auch noch neue. Also es macht auf jeden Fall Sinn, im Waffenladen so ein bisschen zu blättern. Und das werden wir jetzt auch machen. Und ja, weniger jetzt noch so auf die Dungeon Tries drauf hinausgehen. Denn da stehen wir momentan ziemlich vor ein paar Bremsen hier. Ja, wir haben hier jeweils den Pimp als Magier, als auch im 13. Stock hier ein Magier. Ne? Bei dem Dungeon bringt es momentan nicht so viel rein zu pilzen, weil die XP-technisch einen nicht ganz so belohnen. Und ja, deswegen brauchen wir hier auf jeden Fall ein bisschen mehr Damage für die Gegner. Das sollten wir dann danach hinkriegen. Genau, in der Schattenwelt könnte es gut sein, dass wir vielleicht einen Gegner besiegen. Aber auch mit sehr viel Pilzaufwand. Deswegen liegt für mich erstmal, obwohl hier, wenn man hier ein bisschen reingehen würde, vielleicht liegt der liegt sogar, sehr schön. Ja, aber das bringt uns leider auch noch nicht hier so großartig die Level-Ups. Deswegen wollte ich erstmal gucken, dass wir eine neue Waffe kriegen, bevor wir hier nochmal dann in die Dungeons reingehen. Was haben wir hier? Ein Geschick-Item. Ja, für die Kunigunde, das lohnt sich allemal. Ja, da werden wir mal direkt einen Sockel hinzufügen, was zwar auch leider wieder ein bisschen teuer ist. Und dann kriegt die Kunigunde mal, ja, kriegt die mal einen Ausdauerstein. Ne, dann ist das mal so. Auf jeden Fall haben wir hier guten Stat-Boost gemacht, das ist schön. Genau, aber Hauptmission ist jetzt erstmal noch ein paar neue Sachen finden. Wir haben hier einmal die Schuhe, plus 47, schon gesockelt, die können wir mitnehmen, das ist nicht verkehrt, ja.
da ja, werden wir das Ding... Haben wir auch gerade eigentlich Festungsevent? Ich weiß, ich glaube ja, ne? Nee, haben wir nicht. Dann werde ich mal jetzt nicht nach Stein suchen, sondern den gleich hier rausgewinnen. Ja, dann sichern wir uns den hier gleich. Zack. So. Und dann gehen wir auch gleich nochmal zum Schmied und verbessern die Schuhe, bevor wir das hier nachher vergessen. Achso, wir sind ja schon beim Schmied. So, dann ziehen wir das mal, ja, erstmal auf 6 hoch. So. Das Ding könnten wir noch auf 6 erstmal hochziehen hier. Ja, komm. So. Und ja, den Rest behalten wir uns erstmal noch für eine neue Waffe auf. Falls wir die finden sollte, dann stecken wir da noch die restlichen Ressourcen rein. Und da haben wir tatsächlich das Glück, innerhalb ja, der Pilze, die wir jetzt hier noch gerade haben, eine neue Waffe zu finden. Jetzt natürlich die wichtige Sache, dass es von der Spanne her einigermaßen gleich sein müsste. Ja, wenn wir jetzt eine Spanne haben, die deutlich schlechter ist, dann müssen wir die leider liegen lassen. Ansonsten können wir gucken, ob ja, vielleicht die Begleiter das gebrauchen können. Aber vielleicht ja, ist es ja eine gute Waffe. Wir schauen mal drauf. 3, 2, 1. Oh ja, oh ja. Das ist ja fast 1500 rechts raus. Da muss ich nochmal ganz kurz, 1044 haben wir hier im Durchschnitt. Da müssen wir mal kurz den Rechner rausholen hier. Mal 1,5. Da haben wir 1566. Okay. Huch. Lull, kein Gold. Alter, wie toll. Nein! Die kostet keine Pilze, die Waffe. Die Waffen, die Pilze kosten, sind immer deutlich günstiger vom Gold her. Das ist einfach eine Free-to-Play-Waffe, ja. Die kannst du für Gold bezahlen. Oh no, no, no. Jetzt müssen wir irgendwo das Gold herkriegen. Ach du heilige Makrele. Das ist ja 4,4 Millionen Gold, ist jetzt schon echt viel. Ich habe heute schon soweit alles hier erledigt. Ich habe gar nichts mehr großartig, wo ich noch an Gold kommen könnte. Ja, hier kriegen wir noch ein bisschen her. Gucken wir mal, warte mal. Müssen wir noch irgendwas, was machen wir jetzt noch am besten? Arena-Kämpfe könnten wir machen, aber da habe ich auch Schiss, dass wir unser Gold verlieren vielleicht. Ja, obwohl so viel Gold verlieren wir gar nicht hier. Das geht einigermaßen klar. Ja, das ist noch überschaubar. Dann machen wir mal hier noch schnell die Kämpfe in der Arena, damit wir hier unsere Tagesaufgabe gleich noch fertig haben, um noch ein bisschen Gold zu bekommen. Das reicht aber dann immer noch nicht ganz aus. Warte mal, was wir machen können, da habe ich gar nicht dran gedacht. Wir haben ja den Märchenturm und wir haben ja den Wirbelwind. Wir haben ja so viele Möglichkeiten. Ja, da habe ich gar nicht dran gedacht jetzt. Wir haben ja so viele Möglichkeiten, die wir nutzen können. Da steht uns ja alles offen. Deswegen gucken wir mal. Ja, Wirbelwind. Oh, da kriegen wir sogar jetzt auch ein Epic. Oh mein Gott, und sogar eine Waffe. Das ist ja krass. Okay. Dann schauen wir mal, was haben wir hier denn bekommen. Eine Alle-Attribut-Waffe für den Marquardt. Ja, da büßen wir ein bisschen ein. Wir haben zwar mehr rechts raus an Schaden, aber wir verlieren ein paar Attribute. Ja, der Schaden, also die Spanne ist sehr cool. Ich muss aber sagen, ich behalte das jetzt erstmal so alles, wie es ist. Ja, aber trotzdem ganz nice. Okay, uns fehlt immer noch ganz, ganz wenig. Deswegen würde ich mal sagen, ja, vielleicht kommen wir hier noch im Märchenturm ein bisschen weiter. Oh, da kommen wir ja easy weiter. Ja, da können wir auch ganz easy Etage 30 hier klatschen. Das ist natürlich auch ganz nice und kriegen hier sogar noch eine neue Waffe für die Kunigunde. Ja, okay, das müssten wir eigentlich bald machen. Also hier ist zwar der Schaden nicht so gut wie, ja, also die Waffe ist halt relativ neu, die wir hier haben, ne? Aber die Spanne gefällt mir sehr, sehr gut und das ist das, was es am Ende des Tages hier auch ausmacht. Und deswegen, es ist zwar eine sehr teure Angelegenheit, aber es lohnt sich. Dann gucken wir noch kurz bei den anderen Sachen hier rein. Was wir noch gezogen haben kurz. Intelligenz-Item kann weg. Dann haben wir hier noch ein Stärke-Item, das sockeln wir mal noch fix. So, holen uns hier auch den Stein zurück. Zack. Ja, hier geht es auch weiterhin ab im Chat. Warte mal, ich schreibe mal auch hier mal kurz. Dankeschön. Ja, da verliert man wirklich schnell den Überblick hier auf jeden Fall. So, genau. So, was fehlt uns noch? Was haben wir noch? Wir haben hier noch neue Schuhe am Start. Dann holen wir uns hier auch gleich den Stein zurück. So, was haben wir hier noch? Wir haben noch zweimal
alle Attributsachen hier. Aber ich glaube, das kann hier auch plus 16 sein. Das ist jetzt nicht so worth, oder? Ja, nee. Dann werden wir das mal hier los. Zack. Und was ist das hier noch? Ne, das können wir auch nicht mehr weiter gebrauchen. Vielleicht können wir noch den Stein gebrauchen, keine Ahnung. Aber erstmal holen wir uns jetzt unsere lang ersehnte Waffe. Jetzt haben wir das Gold. Ja, sind auch wieder um einiges an Pilze leichter. Das muss man dazu sagen. So, aber jetzt haben wir das Ding hier. Und genau, hier holen wir uns jetzt auch einfach den Stein zurück. Boom. Und dann verstärken wir die Waffe hier auch noch gleich. Ja, machen wir hier ein 7er Upgrade drauf. Zack. Und dann sieht das doch schon mal ganz gut aus. Okay, dann checken wir nochmal ganz kurz bei der Hexe. Hier hatten wir bisher nur die Verzauberung bei den Handschuhen auf dem Server hier soweit freigeschaltet, ja. Ja, und dann können wir eigentlich durchrasieren. Also wir haben jetzt viele Möglichkeiten. Also im Märchenturm haben wir gesehen, da würden wir ein paar Etagen schaffen. Wirbelwind geht auch noch. Spare ich mir aber immer so ein bisschen auf, vielleicht bis ich dann doch mal in Notstand komme, was das Gold angeht. Ich würde sagen, wir skillen jetzt nochmal alles hier in Int rein, alles nochmal in Damage, weil wir spielen jetzt auch gegen Int-Gegner so. Von daher, ja, machen wir das mal gleich so. Das haben wir auch fertig. Ja, bisschen noch in Ausdauer. Gildenportal mitnehmen. Zack. Und ja, dann gucken wir mal, ob wir hier bei der Zauberfee vorbeikommen jetzt, ja. Mal gucken. Es ist auf jeden Fall jetzt, sieht auf jeden Fall deutlich besser aus von den Chancen her. Und ich denke mal, das sollte eventuell auch machbar sein. Mit ein bisschen Glück können wir hier an dem Gegner vorbei. Ich gucke nochmal kurz bei den anderen, dass wir die mal, ja, so ganz kurz mal nebenbei mitnehmen. Da geht jetzt aber weiter nichts. Ich glaube, der ist auch nicht weiter erstmal möglich. Der auch nicht. Er, glaube ich, auch nicht. Und bei denen hier müssen wir uns auch noch ein bisschen gedulden. Deswegen, ja, ist der Gegner, der am meisten gerade Sinn macht, dieser hier. Ja, und dann pilzen wir da auch mal ein bisschen rein. Ne? Wir haben jetzt hier auch einen Magier. Wenn wir jetzt wieder einen Kundschafter oder Krieger begegnen, dann sehen die Gegner vielleicht auch wieder ein bisschen einfacher aus. Die Kämpfe sind auf jeden Fall sehr, sehr knapp. Dann haben wir können wir vielleicht wieder ein bisschen von unserer Druidenfähigkeit profitieren. Ja, aber der sollte hier doch auf jeden Fall machbar sein. Ich gucke mal kurz, wie sieht die Verteilung aus von meinen Werten her. Ja, es geht eigentlich. Wir könnten mal spaßenshalber versuchen, einfach nochmal einen Intstein zu skippen. Ja, wir haben ja die Mine noch auf 1. Das ist noch relativ günstig alles hier, sag ich mal. Deswegen, ja, da können wir sogar eine kleine Verbesserung hier auch rausziehen. Zack, das lohnt sich auf jeden Fall schon wieder. Steine haben wir hier auch schon bessere, bevor wir die verkaufen. Ich wollte nämlich gerade verkaufen wieder. Geben wir den mal auch hier den Begleitern. So, und, nee, Schattenwelt wollte ich nicht. Ja, versuchen wir mal mit den restlichen Pilzen, ob wir hier noch weiterkommen. Das wäre auf jeden Fall ein schöner Abschluss für die heutige Folge. Dann haben wir doch wieder ein bisschen was geschafft hier. Und ja, haben tatsächlich noch das Glück gehabt. Und zum Ende des Epic-Events noch auf den letzten paar Minuten noch eine neue Epic-Waffe hier mitgenommen. Dann sind wir für die kommende Woche bis zum nächsten Epic-Event erstmal gut aufgestellt. Ja, jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Glück. Vielleicht skillen wir uns noch ein bisschen hoch die Tage. Ah, nee, es klappt schon so. Es klappt so. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das freut mich natürlich. Und wir kriegen hier einen neuen Hut. Den tauschen wir gleich um. Und holen hier den Stein raus. Wir gucken uns mal den Kampf an. Und eventuell, ja, liegt ja der Gegner danach auch noch gleich. Gucken wir mal gleich rein. Das lohnt sich auf jeden Fall, die hier zu pilzen. Weil ihr seht ja, ich war 223 und bin jetzt fast 226. Also ich habe jetzt fast 3 Level gemacht jetzt durch den Gegner hier. Das ist schon ordentlich. Und dann schauen wir mal, ob der Krieger hier danach ja vielleicht auch noch machbar ist mit den restlichen Pilzen. Oder ob das erstmal jetzt hier wieder ein bisschen schwieriger aussieht. Hier ist es halt eben random, da brauchen wir einfach nur einen guten, ja, Lucky Try. Hier hat man es eben gesehen, wo wir halt einfach nur, ja, oftmals,
ja, vielleicht reinkritten müssen mit unserer Druidenfähigkeit. Das ist auf jeden Fall möglich. Ja, war jetzt bei dem Magier eben nicht der Fall gewesen. Aber es sieht auch nicht so easy aus hier. Ja, ja, ich würde mal sagen, bevor wir hier jetzt noch großartig weiter reingehen, gucken wir lieber nochmal, dass wir hier im Wirbelwind vielleicht nochmal das Level-Up mitnehmen. Das machen wir nochmal ganz fix. So, da haben wir die 226. Und dann machen wir vielleicht ein bisschen was im Märchenturm, damit wir hier auch unsere Begleiter weiterhin auf Vordermann bringen. Ja, die Waffe ist es zum Beispiel nicht. Das kann weg, das kann weg. Und ja, dann ist, glaube ich, jetzt erstmal im Fokus Märchenturm. Dann ein bisschen die Begleiter ausrüsten in der Schattenwelt und halt eben durch den Märchenturm. Und dann können wir in der Schattenwelt halt eben auch ein bisschen mehr anrichten als jetzt momentan gerade. Sind wir ja auch ein bisschen stuck, wie ihr gesehen habt. Und dann ist das jetzt wahrscheinlich erstmal so das, was man als nächstes machen sollte. Denn in der Lichtwelt, ja, kommen wir vielleicht hier und da auch noch ein bisschen voran. Boah, die Waffe ist ja auch nochmal besser. Aber in der Lichtwelt, da brauchen wir halt einfach nochmal ein bisschen mehr Pilze, die wir in die Hand nehmen müssen. Und deswegen, ja, das ist es mir jetzt momentan nicht worth. Gut, jetzt haben wir die letzten Pilze hier ausgegeben. Ein paar lasse ich mir noch übrig. Ne? Und dann ja, werden wir die nächsten Tage mal schauen, wie weit wir hier noch kommen. Aber einen kleinen Progress zum Ende des Epic Events bzw. vom Wochenende haben wir jetzt hier noch geschafft. Und genau, das soll es jetzt erstmal soweit gewesen sein zum Zwischenstand hier auf EU 15 mit dem Druiden. Macht auf jeden Fall nach wie vor immer noch Spaß und ja, das soll es soweit gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag und ja, ich verabschiede mich. Haut rein und bis zum nächsten Mal.